Der Preis liegt bei 31 Baht pro Kilo. Es ist wirklich eine schwere Arbeit, hauptsächlich in gebückter Haltung. Who's looking back at me? I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Landlust Isan. Vadikrab Pipi, Vadikrab Tukon. In meinem heutigen Video werdet ihr, denke ich, also für mich ist es interessant und ich hoffe für euch auch, was es damit auf sich hat, mit diesen Bechern, mit diesen Stäben und mit diesen Bäumen. Das erkläre ich euch in diesem Video. Ja, heute bin ich jetzt beim Einkaufen von Kautschukbäumen. Ich hatte euch gesagt, dass ich euch ein Video zusammenstelle über das Kautschuk schneiden, über Kautschuk im Allgemeinen A bis Z. Auf unserer einen Kautschukplantage sind 150 Bäume eingegangen. Hier seht ihr jetzt unzählige Kautschukbäume, kleine. Ja, ist wirklich Wahnsinn. Habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht gesehen. Ein kleiner Baum kostet 30 Baht. Einkaufen werde ich hier 170. Dass wir 20 auf Reserve haben. Im Fall doch nochmal ein oder zwei oder ein paar mehr Bäume, sage ich mal, eingehen. So haben wir wenigstens noch ein bisschen Reserve und müssen dann nicht gleich wieder hierher fahren. Ich werde das Auto parat machen, dass er uns das Auto beladen kann. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. Ja, ich wollte euch den Ausblick hier auch noch nicht entgehen lassen. Hier an dem Laden direkt ist ja der See, Bün Khong Long, in der Gemeinde Bün Kan. Ich denke, es ist auch mal wert, das zu sehen hier. Jetzt ist sowieso gerade eine mega schöne Stimmung. Und eben der See ist direkt an dem Laden hier angrenzend. Das ist ein traumhaftes Bild gerade. Also ja, falls jemand mal hier in der Nähe ist eine Reise wert auf jeden Fall. So now we have to try to move on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to... Ja, heute sind wir hier auf der Kautschukplantage, wo die 150 Bäume eingegangen sind. Heute pflanzen wir die neu, sind jetzt schon so gut wie durch. Heute ist schon wieder eine wahnsinnige Hitze, also es ist wirklich Wahnsinn zu arbeiten bei der Hitze hier und dann solche Arbeit zu machen, die Löcher zu bohren, dann zu pflanzen. So sieht es aus. Wir sind hier zu viert bzw. zu fünf. Der Sohn vom Neffen ist auch noch gekommen. Die zwei Damen schneiden hier ein bisschen das Unkraut um die Bäume rum. Wir Männer bohren die Löcher. Die Frau vom Neffen, die pflanzt die Bäume, beziehungsweise ich jetzt auch noch, weil wir mit den Löchern so gut wie durch sind. Đi phá thủng. Mà mi sòng ăn. Mai, cái bông bọ hết rồi hết. Quất đứngขึ้น. Hả? ฝรั่งปลูกยางนี่เอาตุ๊ดไปซ้าย ต้นเดียวลงคลิปได้เดี๋ยวนี้ เสี่ยวน้องรัดปลูกยาง ปลูกสวย สวยคนละอันนั้นสวยก็หนึ่งสวยนะWe scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Jetzt stehe ich hier
bei uns auf einer der Kautschukplantagen, wo der Neffe hier Kautschuk schneidet. Die Kautschuk-Saison wird jetzt heute eröffnet. Das heißt, die Bäume werden wieder angeschnitten, weil die natürlich in den vergangenen Monaten natürlich wieder Rinde gebildet haben. Jetzt sind die Drähte und die Becher neu positioniert worden. Es wird im Prinzip vorbereitet, der erste Schnitt wird gemacht, dass der Kautschuk nachher schön abfließen kann. Wird auch ein Schlitz in die Rinde gemacht. Der Neffe ist jetzt gerade am Vorbereiten. Die Bäume werden mit dem ersten Schnitt angeschnitten. Schön mit einer Kochschürze arbeiten.มีเอฟเฟกต์เปิดใหม่ยังไม่มี So werden die Bäume jetzt angeschnitten. Hier sind insgesamt 1000 Bäume. Die Hälfte hat er schon, die andere Hälfte muss er noch machen. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. Ja, ich habe gerade gehört, dass der Freund von uns, der auch Kautschuk schneidet, den ich dann auch mal begleiten werde, wenn der Kautschuk hier mal richtig fließt. Das wird so nach dem 4. bis 6. Schnitt sein. Da fließt dann der Kautschuk wieder wie gewohnt. Den mal begleiten beim Kautschuk schneiden, weil wie gesagt, der ist Profi, der macht das schon jahrelang, kennt sich da auch sehr gut aus. Und die Leute schätzen hier seinen Schnitt. Ich werde jetzt auch kurz zu ihm fahren, der ist jetzt auch gerade dabei, den ersten Schnitt zu machen. Auf dem Weg dorthin fällt mir jetzt gerade auf, dass schon wieder Feuer direkt neben der Dattelplantage hier von der Schwägerin gemacht wird. Ich sehe aber zumindest Leute. Ich werde das nachher noch mal kurz beobachten und dort mal schnell hingehen und fragen, ob die das auch wirklich im Griff haben. Weil ich einfach vermeiden möchte, dass hier denn das Grundstück von meiner Schwägerin schon wieder Feuer fängt. So, jetzt hier beim Freund auf dem Land angekommen. Er hat mir gerade gesagt, er hat 2300 Bäume, also noch mal ein bisschen mehr. Und der ist jetzt schon ein paar Tage hier dran, den ersten Schnitt zu machen. Und er sagt, heute will er jetzt hier noch ein Drittel fertig machen und dann macht er morgen noch den Rest dann fertig. Da seht ihr ihn jetzt. Die Zuschauer, die schon länger dabei sind, die kennen ihn ja, denke ich, aus dem Maniok-Video. Ansonsten würde ich für die neuen Zuschauer das Maniok-Video auch oben einfach verlinken. Denn seht ihr jetzt, wie der erste Schnitt gemacht wird. Und er wirklich absoluter Profi. Chai. Chai, Suai. Also man sieht es auch, wenn vernünftig geschnitten wird, dann wächst die Rinde auch wieder ganz normal zu. Jetzt seht ihr wieder schon, der Kautschuk schon fließt. Ja, er macht es schon ein paar Jahre. Er weiß, was er tut. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems, I
thought we could fix 'em. Heute bin ich endlich mal dabei bei dem Kautschukverkauf. Der Neffe, also unsere Familie, ist gerade schon dabei, im vorderen Teil den Kautschuk aus den Bechern zu holen und in Tüten zu stopfen. Und anschließend wird das Ganze dann nachher verkauft. Und ich möchte euch heute hier einfach ein bisschen mitnehmen. Ich zeige euch die Becher, die hier geleert werden. Und nachher geht es dann einfach noch zum Neffen und seiner Familie rüber. Das sind die Becher eben. Wenn der Kautschuk eben geschnitten wird, dann läuft es eben in den Becher. Und jetzt wird der Becher einfach geleert. Teilweise sind dann 2, 3 Becher voll. Das kommt immer je nachdem drauf an, wie viel Kautschuk der Baum abgibt. Der Neffe mit seiner Familie ist jetzt schon mittlerweile ganz da hinten. Und dann werde ich die Familie nachher auf jeden Fall noch begleiten zum Kautschukverkauf. Hier gibt es mehrere Verkaufsstellen, also so kleine Anlaufstellen, wo man den Kautschuk hier verkaufen kann. Man muss da also nicht großartig weit fahren, kann das hier direkt, denn sag mal, es sind ein paar Kilometer hier im Wald, die man dann fahren muss. Und, dort lädt man dann quasi den Kautschuk ab und dann wird der Kautschuk dort gewogen. Es gibt Verkaufsstellen, wo man den Kautschuk dann über Nacht liegen lässt. Das geht einfach darum, über Nacht verliert der noch einiges an Wasser. Der Preis dafür ist dann natürlich höher. Aktuell, müsst jetzt lügen, aber ich habe vorher ein Schild gesehen, also wenn der Kautschuk über Nacht liegen bleibt, wird der Sack dann einfach gewogen und dann ausbezahlt. Und wenn das über Nacht liegt, liegt der Preis aktuell für 1 Kilo Kautschuk ungefähr bei 35 Baht. Und wenn man den Kautschuk dann sofort gern verkaufen möchte, kann man auch, gibt es ja auch Anlaufstellen, wo man hinfahren kann. Soweit ich weiß, möchte der Neffe heute sofort verkaufen, weil einfach der Grund ist, ja, man wägt da immer ab, wie viel ist der Unterschied zwischen den Kautschuk, den man verkaufen würde, wenn man den über Nacht ruhen lässt oder wenn man jetzt, sage ich mal, eben den Kautschuk schneller verkauft. Wenn man den jetzt hier schneller verkauft, liegt der Preis aktuell, habe ich vorher auch ein Schild gesehen, aber das ist auch nicht überall gleich, liegt der Preis fürs Kilo bei 31,40. Don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you. Ist hier an der Verkaufsstelle angekommen. Der Preis liegt bei 31 Baht pro Kilo. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Seht ihr jetzt der LKW, wo dann nachher der Kautschuk verladen wird. Hier wird der Kautschuk jetzt gewogen. Ein Freund von mir. Es wird dann direkt vor Ort ausbezahlt, das Ganze. Jeder bekommt so ein Fähnchen mit einer Nummer drauf und die Nummer ist dann quasi an der Stelle, die man ist, und dann wird halt gewogen und wird das Geld ausbezahlt. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. Nach dem Kautschuk verkaufen ist vor dem Kautschuk verkaufen und somit der Neffe ist heute schon wieder hier dran. Also wir haben ja am Vormittag den Kautschuk verkauft und er ist jetzt heute Abend schon wieder, also um 4 Uhr, schon wieder jetzt los, um ja, den nächsten Schnitt zu machen. Das Ganze wird eben immer gemacht, also in der Regel schneidet man 2 Tage hintereinander, macht dann einen Tag Pause und dann schneidet man wieder. Und das Ganze wird in der Regel eigentlich, sage ich mal, entweder man kann es zu den Abendstunden machen, besser wäre es natürlich, sage ich mal, zu den Nachtstunden. Da ist es einfach kühler, der Kautschuk läuft da besser. Und ja,
Mittlerweile kann er wieder vernünftig schneiden, weil der Regen jetzt hier so langsam vorbei ist. Zur Regenzeit, wenn es denn hier tagtäglich regnet, ist es kaum möglich zu schneiden, weil die Bäume dann nass sind. Der Kautschuk läuft dann überall hin, bloß nicht in den Becher, läuft dann auch dementsprechend viel kürzer. Deswegen schneidet man entweder eben in den Morgenstunden oder in den Nachtstunden oder dann halt, sage ich mal, spät am Abend. Und da das hier auf dem Grundstück 1000 Bäume sind, fängt er natürlich, sage ich mal, um 4 Uhr an mit seiner Frau zusammen und braucht dann ca. 2 Stunden einfach oder 2,5 Stunden, bis dann alles hier geschnitten ist. Seht ihr jetzt eben den Schnitt, den er dort gemacht hat. Er schneidet quasi die Rinde weg und dann läuft der Kautschuk und tropft dann in diesen Becher. Man muss hier dann immer noch regelmäßig natürlich die Wetter-App im Auge haben oder allgemein das Wetter im Auge haben. Heute Nacht soll es nicht regnen, das heißt der Kautschuk läuft jetzt über die ganze Nacht rüber und am Morgen dann fährt er dann morgens dann hier raus mit seiner Frau wieder. Diese Essigessenz, also Nam Gott, wie die Leute hier sagen, das wird in die Becher gemacht, wird mit solchen Behältern, können auch alte Milchbehälter sein, die umgebaut werden mit so einem kleinen Strohhalm vorne drin. Das wird dann einfach in den Becher reingekippt, diese Essigessenz, und dann wird es mit diesem Stab hier durchgerührt, bis sich das leicht verfestigt. Dann geht man dann einfach die Reihe durch und nach einer Zeit wird dieser Kautschuk, dieser flüssige Kautschuk, der dann aus dem Baum geflossen ist, der verdickt sich dann, wird dann quasi wie so eine kleine, sage ich mal, Billardkugel oder ein bisschen größer Billardkugel, und das wird dann eben später halt verkauft. Diese Essigessenz oder dieser Essig, Nam Gott, das seht ihr hier, das wird dann eben vermischt mit Wasser. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Den Kautschuk, der heute verkauft worden ist, das war hier auf diesem Grundstück bei 1000 Bäume, bei 3 Schnitte. Also es ist eine Woche her, also pro Woche hat er 3 Schnitte hier gemacht. Das waren 308 Kilo Kautschuk hier auf dem Grundstück. Auf dem anderen Grundstück, wo wir noch haben, waren es 188 Kilo Kautschuk, auch 3 Schnitte. Allerdings sind dort dann halt knappe 440, 430, so in dem Dreh rum Bäume, dementsprechend ein bisschen weniger. Die Bäume dort sind dann zwar auch ein bisschen älter, also die geben noch ein bisschen mehr Kautschuk schon ab. Je älter die Bäume werden und je besser der Boden ist oder so, sage ich mal, geben die Bäume dann auch besser den Kautschuk ab. Man muss das dann immer ein bisschen dagegen rechnen, man muss ja auch pro Jahr dann auch noch düngen, aber es bleibt schon auf jeden Fall was übrig. Und gerade dieses Jahr, letztes Jahr, war der Kautschukpreis sehr, sehr niedrig. Zur gleichen Zeit, letztes Jahr, haben wir hier fürs Kilo manchmal 18, manchmal 19 Baht bekommen. Dieses Jahr ist der Kautschukpreis relativ gut, also kann man sich eigentlich nicht beklagen. Das rechtfertigt dann einfach auch die Arbeit, weil wenn man sieht, es ist wirklich eine schwere Arbeit, hauptsächlich in gebückter Haltung. Er macht im Prinzip Reihe für Reihe. I'll get over you. Ooh, I'll get over you. Oh, I'll get. Jetzt sind nun mittlerweile, ich müsste jetzt lügen, aber ich denke, es sind sicherlich 5, 6 Monate in der Zeit vergangen, als wir die Kautschukbäume hier neu gepflanzt hatten. Es ist schon wieder ein Teil eingegangen, leider. Müssen wir mal schauen, was wir dieses Jahr machen. Der Neffe meinte, dass wir eventuell an den Stellen vielleicht 2 Bäume gleichzeitig pflanzen. Müssen wir mal schauen, was wir jetzt dieses Jahr machen. Manche Bäume sind ganz gut gewachsen. Manche Bäume, das sind die älteren, die ich vermute so um die 3 Meter hoch.
ist natürlich bei uns Winterzeit. Das heißt, es gibt im Moment nicht viel Blätter an den Bäumen, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Seht ihr ja, also manche sind wirklich sehr gut gewachsen. Gibt natürlich auch wieder ein bisschen Unkraut hier zu schneiden. Da werde ich wahrscheinlich auch mal mit der Motorsense hier anrücken und hier mal wieder zwischen den Bäumen den freischneiden. Die Bäume haben zwar mittlerweile eine Höhe, wo denen das Unkraut nicht mehr viel ausmacht. Und dann werde ich dann auch mal sichten, wie viele Bäume dann jetzt noch letztendlich überlebt haben von den 150, die wir da neu gepflanzt hatten. So sieht es auf jeden Fall aus. 5 bis 6 Monate später. Der Neffe hat zwischenzeitlich hier Maniok gepflanzt gehabt. Dadurch haben die Bäume natürlich auch einiges von dem Dünger abbekommen, von dem Maniok. Ob das gut war oder schlecht war, wissen wir nicht. Einen großen Fan von dem Maniok sind wir hier nicht mehr. Haben wir uns eigentlich dazu entschlossen, dass dieses Jahr denn hier auch kein Maniok mehr gepflanzt wird, um zu schauen, dass die Kautschukbäume hier ordentlich, also die Gummibäume hier ordentlich wachsen. Aber so sieht das Ganze einfach aus. Ein paar Monate später hoffen wir einfach, dass die Bäume weiterhin jetzt so gut wachsen. Den Schluss von dem Video mache ich natürlich dort, wo es mehr oder weniger angefangen hat. Angefangen hat es zwar in Bünkhong Long, da sind wirklich viele Monate vergangen. Dieses Video hatte ich euch ja auch lange Zeit versprochen gehabt. Das war aber einfach auch sehr zeitintensiv. Ich musste da immer mal wieder an die verschiedenen Länder hier anfahren. Jetzt ist dieses Video nun fertig und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr habt dann einen kleinen Einblick bekommen, was es bedeutet, hier Kautschuk zu pflanzen, Kautschuk zu ernten, Kautschuk zu verkaufen, was man da letztendlich rausbekommt. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Freude an dem Video. Würde mich natürlich wie immer freuen, wenn ihr dieses Video fleißig kommentiert, fleißig liked. Ihr dürft das Video auch gern teilen. Und für die neuen Zuschauer würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Das kostet euch kein Geld, das kostet auch euch nicht viel Zeit, das kostet euch nur einen Klick. Und für mich und für alle YouTuber ist es eine wahnsinnige Bestätigung. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch eine ganz gute Zeit, bleibt wie immer gesund, passt auf euch auf und ich sage Tschüss, euer René aus Thailand. I look in the mirror, who's looking back at me? I don't know what happened, guess we weren't meant to be. I know we had problems.